Hallo Bosco! Hallo Rebecca! Wir befinden uns im 5. Video über Terme und heute endlich kombinieren wir alle 4 Grundrechenarten in einer Aufgabe. Endlich. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Also wenn euch die Aufgaben so schwierig sind, dann schaut erst unsere Termvideos 1 bis 4 an. Da habe ich die Grundlagen auch gelernt. Ja, wenn du es verstehst, verstehen die das auch, gell? Denke ich auch. Ja. Cool. Aha. Zum Warmwerden machen wir jetzt ganz kurz alle 4 Grundrechenarten einzeln. Mit geteilt haben wir jetzt noch gar nicht gearbeitet, deswegen sage ich dir das kurz. b geteilt durch b ist 1. Das darf man aber nur rechnen, wenn b ungleich 0 ist, weil durch 0 darf man nicht teilen. Egal, Hauptsache wir rechnen wieder mit b wie Bosco. Oh ja, genau. Also merkt ihr bitte, b geteilt durch b ist 1. Das geht natürlich für jede Variable und für jede Zahl. 5 durch 5 ist 1, 7 durch 7 ist 1, x durch x ist 1 und so weiter. Genau. So, jetzt, Okay. Was wäre denn 4b geteilt durch b? Na, b muss ungleich 0 sein. Richtig, weil wir teilen ja durch b. Ja. Darauf immer achten. b durch b ist 1, also 41. Ah, Bosco, nein. Nein? b durch b ist zwar 1, aber Ja. zwischen der 4 und dem b steht... Ein Malzeichen. Ja. Das unsichtbare Malzeichen. Und b durch b ist 1. Also steht da 4 mal 1. Ja. Ist 4. 4. Ah. Genau. Gut, jetzt stellen wir noch mal alle 4 Grundrechenarten einzeln gegenüber. 18b plus 2 plus 3b. Bei Plus war das mit den Familien, gell? Ja, genau. Ich habe die Familie b. Das heißt 18b plus 3b sind 21b. Plus 2, Ja, weil das eine eigene Familie ist. das waren die Zahl. Nachnamenlosen, genau. Die Nachnamenlosen Sehr stimmt. schön. 18b minus 2 minus 3b. Na, da auch 18b minus 3b, weil sie zu einer Familie gehören, sind 15b. Minus 2 Namenlose. Sehr schön. Was ist bei Mal? Das war erst die Zahlen, dann die Familien. Also 18 mal 2 sind 36, mal 3 sind 108. Jawohl. b hoch 2. Sehr schön, Bosco. Und geteilt? Da auch erst die Zahlen. 18 durch 2 ist 9, durch 3 sind 3. Sehr schön. Und b durch b ist 1. Das hebt sich auf, also ist das Ergebnis 3. Jawohl. Gut. Sehr gut. Also jetzt nochmal zur Wiederholung. Bei der Strichrechnung bleiben die Namen unverändert. Die heißen vorher b oder sind eben ohne Variable unterwegs. Und dann ist es nach dem Ausrechnen immer noch so. Und bei der Punktrechnung ändern sich die Nachnamen. Ja. Aus b wird b² oder das b fällt halt weg. Ja. Gut, dann können wir uns jetzt endlich an schwierigere Aufgaben wagen. Schon wieder dieses endlich. Ja, jetzt kombinieren wir erstmal mal mit Minus. Was wäre denn 4 mal 5 minus 4 mal 5 mal b? Also 4 mal 5 sind 20. Minus 20, weil 4 mal 5 ist auch 20. Also ist es 0. 20 minus 20 ist 0. Nee, darfst du nicht so rechnen, Bosco. Du musst dich Nicht? an die Rechenregeln halten. Rechenregeln. Ist das wieder Punkt vor Strich und so weiter? Genau. Punkt vor Strich, ein bisschen in einer anderen Form. Punkt vor Strich bedeutet nicht unbedingt nur, dass du das Mal zuerst ausrechnen musst, Sondern? weil das ist jetzt ja schon fertig ausgerechnet, sondern dass du es auch gar nicht auseinanderreißen darfst. Also die hintere 20 klebt mit einem richtig starken Kleber, mit einem richtig starken Magnet an dem B und das kannst du nicht mehr auseinanderreißen. Also dieses
Mal hat wirklich Vorfahrt, ist der stärkere Magnet und deswegen ist die Aufgabe hier fertig. 20 minus 20 darfst du nicht rechnen, weil die hintere 20 mit Mal, also mit einer Punktrechnung an das B angekettet ist und deswegen nicht die Strichrechnung ausgeführt werden darf. Also die Aufgabe ist fertig, wir haben 20 Nachnamenlose und minus 20 von der Familie B. Also 20 minus 20b. Jawohl, fertig. Fertig. Ja. Na gut. Ich meine, es gibt Mathelehrer, die könnten jetzt noch sagen, du sollst ausklammern. Dann wäre das Ergebnis 20 mal Klammer auf, 1 minus b, Klammer zu. Aber das erkläre ich in einem anderen Video. Ja, da bin ich abwesend. Kannst du alleine Dann machen. machst du krank, oder was? Ja. Puh. Mach mir doch nicht so Angst. Ja, jetzt mache ich dir Angst. Pass auf, wir machen die nächste Aufgabe. Schau dir die mal an. Wow. Ja, jetzt habe ich Angst. Wie soll ich denn da anfangen? Jetzt musst du die Aufgabe erstmal in Teilstückchen unterteilen. Und zwar guckst du die Aufgabe von links nach rechts an und machst bei jedem Plus oder Minus, das ein echtes Plus oder Minus ist, eine Schranke rein. Dann sehe ich 3 solcher Teilterme. Ja, gut. Also 2 Schranken. 2 Schranken. So. Und diese Teilterme rechnest du jetzt einzeln aus, als wären es einzelne Aufgaben. Ah, Und zwar auch erstmal die Punktrechnung. genau. Dann habe ich bei dem ersten Teilterm 2 mal 9 mal 1 sind 18. Dann habe ein A und ein B. 18ab. Genau. Du darfst die Zahlen miteinander verrechnen, weil beim Mal darfst du ja die Reihenfolge tauschen. Genau. Also du darfst dir die Zahlen alle nebeneinander vorstellen und das dann einfach so ausrechnen. Gut. Beim nächsten auch die Zahlen als erstes. 2 mal 2 sind 4. AB. Und schreibe aber das Minus davor. Minus 4ab. Ja, eigentlich musst du dich ums Vorzeichen zuerst kümmern. Ah, Ja? ein Minus bleibt alleine. Genau. Deswegen Minus. Gut, und der dritte Teilterm. 1,5 mal 2 mal 10 sind 30. Also plus 30 AB. Genau. Ich habe gleich nach Alphabet sortiert. Wichtig, genau. Die Variable nach Alphabet sortieren. Gut, und jetzt hast du die Familiennamen ausgerechnet. Du weißt, wie die mit Nachnamen heißen, nämlich alle von der Familie AB. Alle AB. Genau. Und jetzt können die sich auf einer Party treffen. Das heißt 18 minus 4 sind 14, plus 30 sind 44 AB. Sehr schön. Ja, Das ist mein Ergebnis? genau. Okay, ging ja noch. Mit deiner Hilfe. Na ja, natürlich mit meiner Hilfe. Dafür bin ich ja da. Richtig. Das ist die nächste Aufgabe. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, Bosco, versuch erstmal wieder die Teilterme rauszubekommen. Also, wo wären denn hier jetzt die Schranken? Ja, da ist ja fast jedes ein Plus oder Minus. Also sieben Schranken. Oh, nee. Bosco, Doch. die Plusse oder Minusse, die in Klammern stehen, die zählen nicht als Schranken. Das Na, sind super. nur Vorzeichen, die sind nämlich mit Mal angebunden. Na, dann ist nur ein Plus in der Mitte. Um das geht's, ja. Also das heißt, du hast nur eine einzige Schranke. Also habe ich 2 Teilterme. Jawohl. Jetzt erst die Vorzeichen 2 ausrechnen. Minusse ergeben ein Plus. Okay. Deswegen schreibe ich ein Plus. Ich habe 2 A's, also A hoch 2b. Gut. Zweiter Teilterm. Erst die Vorzeichen, da steht ein Minus alleine, also Minus. Genau. A hoch 2b. Das heißt, es kommt raus, plus A hoch 2b minus A hoch 2b. Und das ist 0. Ja. Ha! Es ist ein einzelner Mensch oder so von der Familie A hoch 2b, der kommt und geht wieder und dann ist keiner mehr da. Trotzdem schwierig. Bosco, nächste Aufgabe. Boah. Das ist meine nächste Aufgabe. Ich bin mal kurz weg. Was? Nicht einfach abhauen, Bosco. Oh. Was
hast denn du da Ich habe mitgebracht? eine Schranke. Eine Schranke. Eine Schranke. Wieso hast du eine Schranke gebracht? Na, ich brauche hier wahrscheinlich wieder erst eine Schranke. Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Wo muss die hin? Also die ganzen Minusse in Klammern zählen ja nicht. Gut. Dann sehe ich nur eine Schranke in der Mitte, das Pluszeichen. Ja, Da kommt die Schranke hin. da muss die hin. Also habe ich wieder 2 Teilterme. Sehr gut, Bosco. Also rechne ich erst die Vorzeichen aus. Unbedingt. Ich habe 3 Minusse, also kommt ein Minus hin. Ja. Und 2 mal 3 mal 5 sind 30. X. Minus 30x. Ja. Zweiter Teilterm ist auch ein Minus alleine, also Minus. Das Plus, Plus zähle ist ich da mit. schon mit Ja. drin. Ja, also das Plus zusammen mit dem Minus gibt Minus. Minus. 3 mal 6 sind 18, also minus 18x. Sehr schön. Jetzt hast du die Punktrechnung erledigt und jetzt machst du dich an die Strichrechnung. Das heißt, die heißen jetzt mit Nachnamen X und treffen sich. Na gut, dann habe ich minus 30x minus 18 sind dann minus 12x. Oh, Bosco, vor der 30 ist doch auch ein Minus. Ja. Das heißt, du fängst schon ganz weit im Negativen stimmt. bei minus 30x an. Und Ja, von ja. da wird es noch negativer, noch kälter. Ja. Verstanden. Minus 30 und minus 18, dann bin ich bei minus 48 Jetzt stimmt's. Ja, und ein x hinten dran. jawohl, Minus 48x. ganz genau. Bosco, nächste Aufgabe. Da freust du dich drauf? Also ich fühle mich wie vom Zug überrollt. Och nein, Bosco, Doch. ich helfe dir Viel zu doch. schwer. So schwer auch nicht. Doch. Komm, wir gehen es nochmal gemeinsam durch. Ja, hol die Schranke raus. Jawohl. Also, der erste Schritt ist immer die Schranken setzen. Also die Aufgabe in Teilterme unterteilen. Immer bis zum nächsten Plus oder Minus, aber die in Klammern zählen nicht mit. Ja, Los geht's. dann habe ich hier vor der 5 ein Plus. Dann habe ich hier vor der 2 ein Minus. Und da vor dem 2b noch ein Plus. Also habe ich 3 Schranken, 4 Teilterme. Sehr gut, Bosco. Siehst du, wenn man es Schritt für Schritt abarbeitet, kriegt man es hin. Ja. Gut. Nächster Schritt. Du kümmerst dich jetzt nur um die Punktrechnung. Das ist das, was du im Termvideo 3 und 4 gelernt hast. Die Punktrechnung bedeutet, du rechnest jetzt die Teilterme aus, dabei immer erst das Vorzeichen ausrechnen, dann die normalen Zahlen und dann die Variablen nach Alphabet sortiert. Na gut, dann habe ich hier 2 Minusse. Das heißt, er gibt ein Plus. Als Zahl habe ich nur die 3 da stehen. Also plus 3 b hoch 2. Das ist mein erster Teilterm. Zweiter Teilterm. Plus 5 mal 3b hoch 2 durch b. Das kommt geteilt. Das Plus bleibt stehen, weil ich keine Minusse habe. 5 mal 3 ist 15. Und b hoch 2 durch b. Heißt das b mal b durch b? Ja genau, b hoch 2 ist ja b mal b. b mal b durch b. Also ergibt es 1. Also ein b. Ja, also geteilt ist ja genau das Gegenteil von mal, Ja. deswegen hebt sich das auf. Also das eine geteilt durch b hebt das eine mal b auf und dann bleibt ein b übrig. Also steht da plus 15b. Ja, Aha. Nächster Teil, der ist minus 2 mal b mal 4. Das Minus steht alleine, also Minus. 2 mal 4 ist 8. b minus 8b. Und der letzte plus 2b mal in Klammer minus 5b. Ein Minus alleine, also Minus. wobei das Plus da schon dabei ist da vorne. Also Ja. das Plus zusammen mit dem Minus gibt Minus. Ja. 2 mal 5 ist 10. b hoch 2. Sehr schön. Jetzt bist du fertig mit der Punktrechnung.
Ja. Und als letzten Schritt musst du jetzt die Strichrechnung ausführen. Das ist das, was du im Therme-Video 1 und 2 gelernt hast. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Dann guckst dir noch mal an. Jedenfalls musst du schauen, wie die mit Nachnamen heißen. Jetzt kommt's wieder. Welche Namen hast du hier? Familie B und Familie B hoch 2. Ganz genau. Das heißt, es gibt 2 Partys, die Ja. ganzen Bs treffen sich und die B hoch 2s treffen sich. Na gut, ich probier's. Ich habe 3b hoch 2 minus 10b hoch 2 sind minus 7b hoch 2. 15b minus 8b sind 7b. Ja. Also habe ich minus 7b hoch 2 plus 7b. Genau, gut. Habe ich die beiden Familien. Ja. Und das kann man dann nicht weiter zusammenfassen. Für deinen jetzigen Lernstand kannst du das nicht weiter vereinfachen. Sehr gut. Später könnte man durchaus hier noch ausklammern, aber das, ja, Du meinst dann, wenn ich im Urlaub bin, kannst du weiter das erkläre ich dann noch mal irgendwann, ja. Irgendwann ist gut. Nächste Aufgabe. Da bin ich mal wieder weg. Hä, was holst du denn jetzt? Du siehst aus wie ein Künstler. Nein, Nein? ich bin Bahnwärter. Ein Bahnwärter. Ja, bei den ganzen Schranken setzt die mir mal richtig Ah, auf. damit man das Ja. erkennt, brauchst du aber noch eine Kelle. Ja, bitte, her mir damit. Ja, lass mich die mal hier so. Oh, die Mütze ist ja auch zu groß für dich. Ja, egal. So, also jetzt siehst du schon wie ein richtiger Bahnwärter aus. Gangsterbahnwärter. Gangster-Bahnwärter. Ja, okay, ich hoffe, du siehst noch die nächste Aufgabe. Dann, ach, ich halte dir die Kelle. So, dann mal los. Ich sehe 5 Schranken. Lassi. Die passt mir nicht. Das hier ist 5 ja auch. Schranken, das heißt 6 Teilthermen. Ja, das sieht schon gut aus. Dann bist du mein Bahnwärter. Okay, Also, wir zusammen kriegen das hin. setz mal 5 Schranken. Ja, Das heißt, wir haben 6 Teiltherme. So. Vorne die 4 bleibt stehen. Nächster Teilterm haben wir ein Plus und 2 Minusse. Ergibt ein Plus. 4 mal 2 ist ein 8a. Nächster Teilterm haben wir ein Minus, also kommt da ein Minus hin. 2 mal 3,5 sind 7. Genau, minus 7. Dann haben wir ein Plus und ein Minus, das ergibt ein Minus. 1 mal 9 sind 9, a, minus 9a. Die minus 2 bleibt stehen und die minus 1a bleibt auch stehen. Also habe ich schon mal gekürzt und habe jetzt noch 2 Familien, und zwar einmal die namenlosen und einmal die Familie A. jawohl. Denn jetzt bin ich wieder in der Strichrechnung. Ich brauche die schon gar nicht mehr. Ich merk's. Also erst die namenlosen. 4 minus 7 minus 2 ergibt minus 5. Und die Familie A, da habe ich plus 8a minus 9a minus 1a minus 2a. Jawohl. Sehr schön, Bosco. Das machst du echt gut. Das war die Mütze und die Kelle. Bringt dir Glück. Ich bin ja jetzt voll ausgerüstet, sehe ich hier. Ja. So, ich finde, ihr da draußen könnt auch mal ein bisschen rechnen. Wie viele Aufgaben haben wir noch? Noch 3. Noch 3? Na, die blenden wir euch ein und dann macht ihr mal Stopp und rechnet. Viel Spaß. Genau, Pause drücken. Na, los geht's. Seid ihr fertig da draußen? Ich bin gespannt. Also hier habe ich 6 Schranken gefunden. Das heißt, ich habe 7 Teilterme. Erst die Punktrechnung. 3x mal x mal y ergibt 3x hoch 2y. Dann kommt die Schranke plus. Dann habe ich die Rechnung 5y mal x hoch 2 sind nach Alphabet sortiert 5x hoch 2y.
Also gleiche Familie wie der eben auch. Sah zwar anders aus, aber der heißt auch x hoch 2y. Noch gar nicht gesehen. So, nächster Abschnitt oder Teilterm minus 2x hoch 2y. Schon wieder dieselbe Familie. Minus 2x. Da rechne ich aus y mal x ergibt x hoch 2y. Und das Minus bleibt stehen. Dann habe ich einfach nur ein plus x und ein plus x hoch 2y. Jawohl. Dann habe ich die Punktrechnung erledigt. Ja, und jetzt machst du dich an die Strichrechnung und da bleiben die Namen wieder so, wie sie jetzt sind. Und du guckst nur, wie viele von der Familie x hoch 2y hast du und wie viele von der Familie x hast du. Na gut. Von der Familie x hoch 2y habe ich 3, plus 5 sind 8, minus 2 sind 6, minus 1 sind 5, plus am Ende nochmal ein sind 6. 6x hoch 2y. Und von der Familie x, da haben wir minus 2x plus x minus 1x. Ganz genau. Und die 1 muss ich nicht schreiben. Sehr gut, ja. Puh, habt ihr das auch? Ha! Nächste Aufgabe. Jawohl, gleich weiter. Gleich weiter. Hier habe ich 2 Schranken, das heißt 3 Teilterme. Der erste Teilterm kommt raus 1g hoch 3. Beim zweiten Teilterm erst die Vorzeichen. Ich habe hier 3 Minusse, das heißt, da kommt ein Minus hin. Dann die Zahl 5 mal 3 ist 15 und 3 Gs. Also habe ich hier minus 15g hoch 3. Sehr schön. Dritter Teilterm. Ein Minus und ein Plus ergibt Minus. 2 mal 2 ist 4. Und ich habe 3 Gs. Also minus 4g hoch 3. Jawohl. Also steht hier 1g hoch 3 minus 15g hoch 3 minus 4g hoch 3. Ist alles dieselbe Familie. Ergibt minus 18g hoch 3. Jawohl. Und dann, wenn man einmal einen Durchblick hat, ist es einfach. Einfach alle Schritte nacheinander abarbeiten. Ganz strukturiert, dann klappt das. Die letzte Aufgabe. Boah, da hast du dich aber nochmal verkünstelt. Ja, ich mache es immer extra unordentlich, damit du dann aufräumen kannst. Ja, das ist meine Stärke. Aufräumen. 1, 2, 3, 4. 4 Schranken, 5 Teilterme. Ja. So, der erste Teilterm lautet D mal C mal 3 mal A mal B. Zuerst die Zahl und nach Alphabet geordnet kommt raus 3 A, B, C, D. Sehr schön. Gut. Super. Dann plus B, D, C, A, D durch D. Das D hebt sich auf. Genau. Das geteilt durch D hebt das eine mal D auf Ja. und dann bleibt das erste D noch da stehen. Und nach Alphabet sortiert habe ich da auch A, B, C, D. Ja. Gut. Plus A, B, C, D. Ja, A, B mal C, D ist A, B, C, D. Minus 1 bleibt stehen. So, letzter Teilterm habe ich 2 Minusse, das ergibt ein Plus. 2 mal 4 sind 8. A, B, C, D. Genau. Gut. Jetzt bist du fertig mit der Punktrechnung. Du hast jetzt auch mal gesehen, warum das so sinnvoll ist, das immer nach Alphabet zu sortieren. Denn jetzt siehst du, dass die halt den gleichen Nachnamen haben. Diese A, B, C, D. Eine Großfamilie. Genau. Und das sieht man nicht, solange das noch chaotisch da steht. Na gut. Also habe ich 3, 4, 5 und 8. 13 A, B, C, D. Jawohl. Minus 1. Ja. Ein namenloser. Ja, ganz genau. Dieser eine hat keinen Nachnamen, der hat auch keine Freunde und der ist noch nicht mal vorhanden, weil ja minus 1 ist. Oh je. Also, der ist ganz schön arm dran. Alleine, nicht vorhanden und arm dran.
Da denke ich sofort an mich. An dich? Ja, mir reicht es jetzt auch für heute. Ich gehe. Was? Wo gehst du denn hin? Ich fange bei der Bahn an. Bei der Bahn? Ja, ich habe ja jetzt die Ausrüstung. Schranken, Kelle, Hut. Oh, und gut verstanden hast du das auch, wie das mit den Schranken geht. Aber glaubst du, das macht dir mehr Spaß, als mit mir Mathe zu machen? Ist sicher? Oh. Na, ich kann später zur Arbeit kommen, ich kann mir Zeit lassen. Kein Stress. Och, Bosco, aber du würdest mir echt fehlen. Ja. Lass uns doch lieber einen Ausflug mit der Bahn machen. Ja, das können wir machen. Vielleicht zum Mathe-Museum? Nein. Nein? Nein, ins Mathe-Museum. Ich wusste, dass die Sache hat einen Haken. Oder wir setzen uns einfach zusammen an den Bahnhof und schauen den Zügen beim Fahren zu und wie den Schranken auf und zu gehen. Ja, das ist zumindest lustiger als das Mathe-Museum. Ja gut, Mann. dann können wir das ja jetzt machen. So, und ihr schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Aufgaben richtig gelöst habt. Gute Idee. Und ich blende nochmal die Regeln ein. Ja, Dann brauchst du die nicht alle nochmal sagen. danke. Gut. Genug gearbeitet für heute. Ja. Tschüss. Tschüss.